Bist du bereit für ein Erdbeer-Rhabarber-Highlight? Na, dann bist du in diesem Video goldrichtig. Du brauchst Mehl in einer Schüssel und gibst da jetzt einfach eine Prise Salz hinzu. Nun kommt ein bisschen Butter, die Veganer unter euch nehmen Margarine oder Pflanzenöl und nun ein wenig Zucker. Jetzt habe ich hier Vanilleextrakt. Wie das geht, erfährst du oben rechts. Und auf meinem Kanal geht alles um natürliche Backtriebmittel. Also gibt es Wasserkefir. Wie das geht, erfährst du auch oben rechts. Und dann noch ein bisschen Milch. Alternativ geht auch Pflanzenmilch. Und wer es da hat, kann jetzt noch ein Klecks Lievito Madre mit reingeben. Das ist so ein milder Sauerteig. Wie das funktioniert, auch einmal oben rechts in der Playlist nachschauen. Das Ganze wird jetzt umgerührt. Ich nehme da tatsächlich gerne meine KitchenAid mit der Teigpeitsche von Rammershofen, denn ihr seht, das ist ein ziemlich weicher Teig und der kriegt den Teig gleich richtig gut gehändelt, aber das könnt ihr euch gleich selber mal anschauen. Und ihr könnt sowohl helles Dinkelmehl als auch 405er oder 550er Weizenmehl nehmen. Das Einzige, was sich da unterscheidet, ist einfach noch mal die Knetzeit. Weizenmehl braucht mindestens 10 bis 15 Minuten, bis es durchgeknetet ist. Dinkelmehl reichen 5 bis 8 Minuten. Der Teig wird abgedeckt und dann werde ich noch mal eben ein bisschen Erdbeersaft herstellen. Also Erdbeeren gewaschen, geschält, püriert. Dann gebe ich Zitrone, ein bisschen Vanille und Zucker und Wasser da hinein. Und schon habe ich einen richtig tollen Erdbeersaft. Ganz einfach und schnell. Kann man übrigens auch ganz toll aus matschigen Tomaten, sage ich schon, Erdbeeren machen, wenn ihr die da habt. Und während der Saft im Kühlschrank ruht, machen wir doch schon mal den Rhabarberpudding. Dafür den Rhabarber mit ein bisschen Zitrone, Vanille und Zucker aufkochen und circa 5 Minuten lang. Währenddessen haben wir hier Speisestärke und nehmen jetzt diesen Erdbeersaft, den wir vorher gemacht haben, dazu. Nur ein bisschen und schauen, dass wir die Speisestärke hier klümpchenfrei hinbekommen, denn das ist unsere Grundlage für den Pudding. Alternativ zum Erdbeersaft könnt ihr selbstverständlich auch Milch oder Pflanzenmilch verwenden. Ich möchte aber wirklich richtig erdbeerig Rhabarberschnecken haben. Also das soll voller Erdbeer strotzen. Deswegen habe ich mich hier dem Erdbeersaft bedient. Das Ganze geht jetzt hier einmal mit dazu. Und die Informationen zu dem Rezept, also die Mengenangaben, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Sie kommen aber auch noch mal zum Schluss. Dann könnt ihr einfach das Video pausieren und euch einen Screenshot machen. Und auch das Equipment, was ich nutze und euch auch empfehlen kann. Auch das findet ihr in der Beschreibung. Und falls euch solche Rezepte gefallen und ihr mehr davon haben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal kostenfrei. Ich freue mich riesig, wenn du auch ein Teil wirst, denn Backen mit natürlichen Backtriebmitteln ist so einfach und wirklich lecker. Also ich hoffe, dir macht das Ganze genauso Spaß wie mir. So, der Pudding ist fertig. Der sollte jetzt noch ein bisschen abkühlen. Ich habe ihn dann in den Kühlschrank gestellt und dann setzt sich manchmal so ein bisschen Wasser ab. Kurz mit einem Schneebesen oder einer kleinen Gabel eben einmal durchmengen. Und hier ist der aufgegangene Teig. Ich habe tatsächlich die Erdbeerrolle ein paar Mal gemacht. Da hatte ich den Teig in die Glasschale gefüllt, denn dann kannst du sehr gut beobachten, wie der Teig aufgeht. Und hier siehst du, wie weich er ist. Deswegen habe ich genügend Mehl auf die Arbeitsfläche gestreut und falte den Teig jetzt von außen nach innen. Dadurch erzeuge ich Spannung und der Teig geht später dann noch mal schöner auf. Ich habe aber gleich noch mal einen ganz wichtigen Tipp für dich, damit die auch wirklich richtig schön fluffig werden. So, der Teig darf jetzt hier ganz kurz ruhen, bekommt dann hier noch mal ein bisschen Mehl drauf und dann rollen wir ihn entweder mit dem Nudelholz aus. Ich finde aber, er ist sehr weich. Das klappt auch ohne Nudelholz. Hier zeige ich euch. Einfach hier mit den Händen einfach auseinanderziehen. Ganz unkompliziert, so in der Größe, wie es passt. Wichtig bei so weichen Teigen ist es,
dass ihr ihn nicht zu dünn macht, denn dann habt ihr später, wenn die Füllung drauf ist, die Herausforderung, dass es dann reißt. Daher lasst ihn lieber ein bisschen dicker, als dass es dann später aufreißt beim Zusammenrollen. So ist es eigentlich ganz gut. Ich merke jetzt aber hier, das klebt noch unten, also streue ich noch mal ein bisschen Mehl dahin. So. Von innen darf es jetzt ruhig kleben, denn da kommt ja gleich die Füllung drauf. Eigentlich sollte nicht zu viel Mehl außen sein, weil wir das ja zusammenrollen. Aber der Teig ist so weich und dann mit der Füllung, dass das Mehl wieder aufgesogen wird. Deswegen mache ich mir da jetzt gar keine Sorgen drum. Den Rhabarber-Erdbeerpudding, naja, oder ist es ein Erdbeer-Rhabarber-Pudding? Der wird jetzt hier nochmal eben drauf gestrichen. Achtet darauf, dass die Längsseiten auf jeden Fall frei bleiben. Am besten auch die Außenseiten so einen halben Zentimeter bis 1 Zentimeter frei, ohne Füllung. Denn beim Zusammenrollen geht die Füllung ja auch noch mal ein bisschen nach außen und sonst ja, verteilt sich die Füllung so. Deswegen ist es beim Pudding ganz wichtig, dass der wirklich ordentlich abgekühlt ist und auch nicht zu flüssig ist. So, hier schön verstreichen. Und ich bin schon mal sehr gespannt darauf, nicht nur, wie ihr das Rezept findet, sondern schreibt mir doch auch mal bitte in die Kommentare, was sind eure liebsten Rezepte, wenn es an die Erdbeer- und Rhabarberzeit geht? Das würde mich wirklich sehr interessieren und wer weiß, vielleicht gibt es dazu dann ja auch demnächst schon wieder ein Video. Und wenn du Fragen hast dazu, dann schreib sie mir bitte auch gerne in die Kommentare. Ich beeile mich, sie alle zu beantworten. Im Moment sind es sehr viele. Das heißt, wenn dir eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schau dir einmal die Mitgliedschaft an. Da werden Fragen viel schneller beantwortet. Nun habe ich hier 250 Gramm Erdbeeren, gewaschen, klein geschnitten und verteile sie hier drauf. Ihr könnt selbstverständlich mehr oder weniger verwenden oder vielleicht auch eine Beerenmischung nehmen. Ich wollte so viel Füllung wie möglich haben. Ich mag das einfach, wenn das nicht nur Teig ist, auf dem man dann später rumbeißt. Und das Ganze wird jetzt einmal eingerollt. Und zwar von der länglichen Seite. Ich ziehe immer so ein bisschen und falte es dann so rüber. Es kann sein wie hinten, da habe ich es ein bisschen zu dünn gemacht, dass es dann ein wenig einreißt. Vollkommen egal, einfach weiterrollen, das ist überhaupt nicht schlimm. Immer ein bisschen ziehen und drüber schwenken. Ziehen und drüber schwenken. Und dann haltet am besten schon mal ein Backblech mit Backpapier oder wie bei mir mit Backfolie eben bereit, denn da werden wir die Schnecken gleich drauf geben. Ihr könnt dann entweder mit der Teigkarte oder hier wie ich heute mit dem Band euch Stücke abschneiden. Die sind so circa 2 bis 3 Zentimeter dick. Es hängt natürlich auch davon ab, wie lang eure Rolle ist und ob ihr kleinere oder größere Schnecken haben wollt. Und dann einfach über Kreuz ziehen. Das Band soll bewirken, dass die nicht so länglich werden, sondern runder bleiben. Ich persönlich habe jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Die Schnecken sind jetzt bei mir hier auf meinem Blech von meinem Mini-Backofen. Das ist ja den ich tatsächlich ausschließlich mittlerweile verwende. Ich habe noch einen großen Backofen bei mir stehen und der ist eher Abstellbackofen, als dass ich ihn zum Backen verwende, weil der Mini-Backofen schnell heizt. Also ich brauche kein Vorheizen mehr. Und er reicht tatsächlich sogar für eine große Familie, um sie zu versorgen. Also kann ich sehr empfehlen. Ich habe es jetzt nochmal eingestrichen. Optional könnt ihr noch gefriergetrocknete Erdbeeren drüber geben. Und während das Ganze im Backofen ist, habe ich jetzt hier ein bisschen Erdbeersaft, den ich mit Puderzucker vermische. Alternativ könnt ihr auch Puderzucker mit Frischkäse zusammen vermischen. Und das Ganze gebe ich dann über die ein wenig ausgekühlten Schnecken drüber. So, es sind nicht alle, die haben nicht alle hier drauf gepasst. Gebt das jetzt noch mal auf diese schönen köstlichen Erdbeerschnecken und ich kann euch wirklich versprechen, mehr Erdbeer geht schon fast gar nicht mehr, obwohl, naja, vielleicht doch.
Ich habe noch ein paar gefriergetrocknete Erdbeeren als Crunch rübergegeben. Richtig lecker. Und euch wünsche ich viel Spaß. Wir sehen uns hier einmal wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.